Ich bin zu nah rangegangen. Zur Not hauen wir ab. Man soll das Ausweichen drauf haben. Also das, was ich nicht kann. Ach du Scheiße. Raus, 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 raus. Ist das wieder? Oh, gemein. Ja, von nie. Gleich das erste Mal unten. Ey. Wie gerade Torkel die getan? Jetzt drauf. Kann ich wieder vorzeitig abbrechen, ist auch gut zu wissen. Goldener Stift tut, glaube ich, jetzt weh. Was ist das macht? Ach du Scheiße. Ei! Willst du mich verarschen? Alter! Oh, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Unser Äther tot werden. Hier gefangen. Wir sind gerade. Es gibt ein bisschen Schutz.
jetzt kommt das wieder. Tanz. Okay. Habe ich diesmal nicht erwischt. Glück gehabt, weil ich weg bin. Ei! Knapp. Aufschließen, so jetzt ein bisschen was übergeht. Ich bin gerade überlegen, ob ich meinen irischen anmache. Zum Hochheilen. Ich glaube, Sinn. Dann halte ich ihn jetzt hoch. Kugeln, zur Seite weg, zur Seite weg, zur Seite weg. Oh fuck. Nah ran. Oh Gott. Ey, ich bin gerade so warm einfach nur. Geil. Drauf. Machbar, schaffen wir. Hier ist die First. Hinzukugeln, zur Seite weg. Fuck. Das ist blöd, zu nah dran. Okay, er kommt. Weg. Okay, ich krieg gleich mal einen Wirbelsturm. Aua. Aua. Ah, ich hab ihn. Krass, Alter. Wow. Ist warm. Ey, ich bin einfach 10 Level unter dem. Was ist da los? Ist mir warm, Leute. Holla, die Waldfee. Ey, also, ne, dafür, dass ich am Anfang das Ausweichen ja so gar nicht hingekriegt habe. Ein Urikalkum. Lol. Okay, was kann ich mir denn da später für eine fette Waffe dann draus machen? Back to sleep with you. Ha. S-Rang besiegt. 10 Level über mir. Gar kein Problem. Ja, hab mich gerade ein bisschen gefreut. Gut. Next Plan. Wir könnten einmal zu Isabella gehen. Die müsste hier oben in Nordstedt. War das in Nordstedt? War sie hier? Kurz schauen. Ich will einmal gucken, ob sie da ist. Dann würde ich eine kurze Pause machen, weil das war jetzt sehr anstrengend. Mir ist sehr warm und ich hüpfe hier schon wieder auf dem Sofa rum. Isabella, ja, war hier. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier einmal kurze Pause. Freue mich meines Sieges über Atlas. Yes. Ging eigentlich. Also gut, der hat natürlich hart Damage gemacht. Sind jetzt ein paar Tränke draufgegangen, aber nur Probleme. Ich dachte erst eben kurz, dass wir das erste Mal hops gehen. Aber nein, wir sind bisher ohne Tode durch. Obwohl ich am Anfang ja mit dem Ausweichen echt Probleme hatte. Aber mittlerweile bin ich drinne. Das läuft easy. Kein Problem, würde ich hier sagen. Ne? Gut, okay, wir machen einmal eine kurze Pause.
Und dann geht's hier sofort weiter. So, ihr Lieben. Weiter geht's. Unser triumphaler Sieg über Atlas, ey. Wow, ich bin wirklich echt stolz auf mich, muss ich echt sagen. Muss ich nachher erstmal ein bisschen angeben gehen. Ja, mein Kumpel, der spielt das ja auch, der ist ja schon wesentlich weiter. Muss ich nachher jetzt ein bisschen angeben gehen, dass ich einfach jetzt schon Esstränke hier platt mache. Muahaha. So, ich hab's raus, Alter. Ich kann das Spiel voll. Ich hab's durchgespielt gefühlt schon. Oh, Leute, ich muss ja einmal durch. Boah, es ist warm hier oben schon, ne? 1028 Grad? Willst du mich verarschen? Das erklärt doch, warum es hier oben so warm ist, Alter. Ich hab ihn schon gefragt, so, hä, warum ist es so warm? Ich hab das Fenster zu, weil vorhin wieder eine Wespe reingeflogen ist und musste ich wieder rausjagen. Und ja, muss mir da echt was einfallen lassen. Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Nee, da gibt's eine andere Dame. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Mhm. Long ago. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. Karen hat ihn, glaube ich, umgebracht. Sehr schön. Dann haben wir das auch abgearbeitet. Ja, hier ist auch eine Mission. Die machen wir aber auf dem Weg zur Hauptmission, glaube ich. Also da sammeln wir die ein. Erstmal Gautier. Der scheint noch zu leben. Nick told me she was building a ship. Oh, aber Moment, erstmal muss ich zu Nektar hier, ne? Mein Hase. Süßes Ding. Ja. So, alles abgehakt. Super. Gefällt mir. Das macht mich sehr glücklich. How may I help you today, Clive? Ach ja, mit dir habe ich noch gar nicht über Hugo geredet. Gucka, ich dachte, sein Tod würde etwas ändern. Aber wenn ich die Augen schließe, höre ich immer noch Yaras Stimme, wie er uns zuflüstert, dass wir weglaufen sollen. Wie er schreit, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich zu lenken. Seine Worte haben uns das Leben gerettet, das werde ich nie vergessen. Es ist genau wie er gesagt hat, Worte sind unsterblich. Und sein Leben in mir, seine leben in mir weiter. Sie haben mein Leben verändert und seit jenem Tag wollte ich mich bei ihm dafür bedanken. Only I don't know how. Aber ich weiß nicht wie. Ich finde einfach nicht die I richtigen wish you Worte. were here. Wenn er nur hier wäre, um sie mir zu sagen. Ja,
Is everything we've received and everything promised? Die gütige Guayra lehrt uns, wer an der Seite der Elenden geht, der dient einem höheren Willen. Wenn wir ihre Worte für wahr nehmen, haben wir kein Recht, einen auf jenem Weg Wandelnden als Geächteten zu bezeichnen. Ein ergebener Diener. Mhm. Danke. All yours. Medaillon des Priesters. Schauen wir mal kurz. Hier gucken wir ja sehr selten rein und ändern das, ne? Ausrüstung. Oh, 25%. Das ist ja sweet. Aber es ist halt von Heiltränken. Ah, für den normalen, ne? Jetzt verstehe ich erst, wie das überhaupt funktioniert. Ich dachte, das macht immer alles. Ja, nee, dann kann das ja raus. Die beiden will ich drin lassen. Also das ist Verteidigungswerk. Wir schauen mal, ob wir was für Verteidigung haben. Verlängert die Dauer des Effekts von ihr Licht um 5 Sekunden. Das wäre eigentlich ganz cool, weil ich das ja eigentlich schon sehr häufig benutze, ne? ,12 Sekunden ist auch ganz cool. Ja, das sind diese normalen Dinger. Haben wir was für Ionenschlag vielleicht? Das ist nur das normale Gewitter, ne? Das ist Kugelblitz. Ach, guck mal. Die Wirkung von Heiltrecken 40%. Habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass ich das schon habe. Also entweder verlängere ich den Effekt von ihr Licht oder ich ändere die Abklingzeit von Windschlag. Warte mal, ist das nicht der neue? Ja, Kralensturm kann ich immer nur einsetzen, wenn der Moment günstig ist. Deswegen wäre das doof. Das ist Schaden von Gewitter. Ich glaube, ich mache die Abklingzeit von Dings runter. 5 Sekunden. Das reicht noch nicht. Good. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Natürlich. War so klar, dass wir das wieder machen müssen. Oh, Karen. Was ist hier los? Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you like me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Wir waren mal einer. Fine.
But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Yep, das finde ich okay. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. The fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Ja, also wenn den Rest an das Versteck geht, geht's uns ja finanziell super danach, ne? I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Ey. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah, yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. Huh. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to... I forget where. And having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his nag. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Oh man. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. Wir können nicht mehr. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right.
And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me, just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. Na, da steckt doch noch was zwischen. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. Ja, einer muss das hier am Laufen halten, ne? He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather goat were at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Ich hoffe, der ist sauber. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Ja, ein kleines Andenken für unsere Wandter. Das war eigentlich nur eine Nebenmission. Das war jetzt hier wieder Storytime vom Feinsten, ne? Sids Kelch kann in Kleis Zimmer betrachtet werden. Ja, Sids Kelch, den er laut Otto nie gespült hat, obwohl er täglich ein Schlückchen Wein oder ein Bier daraus trank. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben, Sid. Ja, schön.